das ist ein wichtiges Buch für uns alle. How to Lose a Country: The 7 Steps from Democracy to Dictatorship. Oder wie der deutsche Buchtitel sagt, Wenn mein Land nicht mehr mein Land ist. Das Buch ist von der Journalistin, Dozentin, Juristin und Autorin Ece Temelkuran. Ich habe es richtig gesagt. Falls nicht, tut es mir mega leid. Sie hat schon einige Bücher geschrieben, ich glaube 12 ungefähr, aber das ist das erste, das ich von ihr gelesen habe. Um zu verstehen, warum sie überhaupt so etwas schreibt wie How to Lose a Country, muss man ganz kurz, ich mache es ganz kurz, auf ihren Background eingehen. Die Ece ist Türkin, ist 70er Jahre geboren und lebt seit 2016 im Exil von der Türkei, weil sie, es ist schwer gefährlich für sie in der Türkei. Sie hat sich halt wieder bestechen und zensieren lassen und dann hat sie halt zügeln. Sie tut sehr viele persönliche Geschichten einfließen lassen, wo die ganzen Fakten halt unterstützen. Das Buch ist eine persönliche Warnung von ihr an uns alle, die in einer Demokratie leben. Sie zeigt uns an diversen Beispielen aus Polen, aus Deutschland, aus England natürlich, mit Brexit, aus Amerika, wie gefährlich Populismus kann sein und mit was für Mechanismen die arbeiten. Sie hat das Buch geschrieben als eine Antwort auf eine Frage, die sie sich selber gestellt hat, und zwar «How to Lose a Country». Und zwar will sie mit dem Buch verhindern, dass andere Leute ihr Land verlieren. Und das ist nicht das Land physisch verlieren, in ihrem Fall ja, aber auch halt, was ist für dich dein Land? Was bedeutet das? Ece erklärt, dass Medien, Ignoranz, uneigenständiges Denken und vor allem Angst für eine Rolle dabei spielen. Ich habe hier ein Quote aus dem Buch. It is alleged that the American continent was discovered by Columbus in 1492. In fact, Muslim scholars reached the American continent 314 years before Columbus, in 1178. In his memoirs, Christopher Columbus mentions the existence of a mosque on top of a hill on the coast of Cuba. On November 15, in 2014, President Erdoğan told this tale to a gathering of Latin American Muslim leaders. The next day, journalists around the world reported on the Turkish president's bombastic contribution to history, hiding the smirks behind polite sentences that confidently implied, of course it didn't happen like that, but you know that anyway. Neither Brexit nor Trump had happened yet. The Western journalists, therefore, didn't know that their smirks would become prunes when rationality proved helpless against not only the nonsense of a single man, but the mesmerised eyes of millions who believed his nonsense. Ein gutes Beispiel, wie Medien Leute beeinflussen können. Hat man das dort kritisch angeschaut und nicht einfach so, das ist wieder der, das ist wieder der, wäre es vielleicht anders rausgekommen. Who knows? Auch zeigt sie auf, wie die als kindisch bezeichneten politischen Führer von unserer Welt Sprache wirklich instrumentalisieren. Der Trump macht das zum Beispiel die ganze Zeit. Ein gutes Beispiel von ihm ist das mit dem Grenzwall zwischen den USA und Mexiko. Er hat einfach haltlose Behauptungen ständig rund um das Thema. Und the real people von seinem Land glauben ihm alles. Dazu ein Quote. It was their country now. They were taking it back from the elite. While Trump was busy saying, they call themselves elites. We are the elites. We are the super elites. The real people who had become the super elites within the space of a year were all for separating children from their parents in order to make America great again. Die Ece kritisiert so immer wieder die Ignoranz der Masse. Und tut sie so ein bisschen vergleichen mit Zombies, die einfach alles fressen, was man ihnen vorsetzt. Die Ece kann glaubhaft erzählen, dass es nicht einfach irgendwie einen grossen Moment gibt, wo die Demokratie gefährdet. Nein, es sind eben so die kleinen Sachen, die kleinen, winzigen Sachen, die immer wieder so ein bisschen passieren. So, dort ist irgendein Putsch und da haben wir wieder ein bisschen weniger Recht. Es sind immer so Step by Step by Step und plötzlich, bam. And having long been a critic of Erdoğan's regime, as dawn breaks, it becomes kristallklar that there won't be a place for people like me in this new democracy. Es wäre kristallklar,
aber sie schreibt «Kristallklar», was eine Referenz ist zu der Kristallnacht von 1938. Und dort hat sie mich gehabt. Das war auf Seite 6 vom Buch und du machst dir als Leser während du es liest, die ganze Zeit immer mehr Gedanken. Und sie referenziert so sie beleidigt auch alles. Also es ist wie so, du hast verschiedene Beispiele aus verschiedenen Ländern. Sie redet viel aus der Türkei. Es ist sehr persönlich, es ist sehr nahe, es ist sehr emotional. Auch wie sie erzählt, dass sie im Moment in Griechenland wohnt, auf einer Insel, sich mit ihren Verwandten auf einer Insel trifft, wo sie das Land, also der Teil sogar, wo sie aufgewachsen ist, von dieser Insel aus kann sehen. Und ihr Land ist zu einem Tisch geworden. Das ist wunderschön. Und das Buch ist eine Warnung an uns alle. Und am Anfang hat es mich, ich habe es nicht so schön gefunden, die Farbe und so, weil ja, ich weiss, das Aussehen ist mir eben wichtig bei einem Buch. Und ich habe so gefunden, nein. Und jetzt, nachdem ich es gelesen habe, ist so, das sind die perfekten Farben für das Buch. Es sind Warnfarben. Und die müssen wir ernst nehmen. Sie macht immer wieder so lange Sätze und normalerweise nervt ich das. Ich finde so, komm zum Punkt. Aber sie bringt immer wieder so viele spannende Beispiele aus aller Welt, dass mich einfach dabei behalten und mich dann die langen Sätze wie gar nicht stören. Extrem interessant. Ja. Und als nächstes lese ich Blattspitzbaby. Das ist der Schluss.